Hallihallo. So, ja, was machen wir heute? Überraschung, Überraschung, eine neue Wochendeko. Hier seht ihr im Moment die aktuelle Woche, also die ist noch nicht vorbei. Und ich hoffe, dass sich diese Seite hier noch ganz lange hinzieht, weil, naja, wenn wir hier unten angekommen sind, bedeutet das, dass mein Urlaub zu Ende ist. Wir haben jetzt heute aktuell den Donnerstag. Das heißt, heute ist wieder ein Deutschlandspiel und da kommt ein guter Freund vorbei. Und ja, wir hatten ursprünglich zwar vor, wenn das Wetter einigermaßen trocken und vielleicht sogar warm und sonnig ist, aber wir wollen ja nicht zu viel verlangen, wären wir zum Public Viewing gegangen, aber ja, das fällt wohl ins Wasser. Also machen wir uns das zu Hause gemütlich und ja, werden uns das in Ruhe anschauen. Hier ist das alles noch relativ ja, leer, weil ja, da werde ich spontan dann eintragen, je nachdem, was an den Tagen so passiert ist. So, und ich möchte mit euch die nächste Woche dekorieren. Ich die einmal eben auf. Ja, was mir mal irgendwie aufgefallen ist, und zwar habe ich schreibe ja in meine Überschriften immer die Kalenderwoche. Und da habe ich jetzt bei dem letzten Video zum Beispiel Kalenderwoche 25 hingeschrieben und hier müsste ich ja jetzt wieder Kalenderwoche 26 hinschreiben. Ja, also da sind wir wieder. Wir sind kurz unterbrochen worden von meinem Freund. Und ja, wäre diese Unterbrechung unterhaltsamer oder abwechslungsreicher, könnte ich vielleicht auch mal so ein Outtake hinten dran werfen, aber das Ganze ist recht einseitig. Man hört immer nur die Tür knatschen und dann kommt ein Schatz. Und das war's dann. Wo war ich denn stehen geblieben? Ach genau, mir ist was Komisches aufgefallen bei den Kalenderwochen. Und wie gesagt, letztes Wochendeko-Video war ja bei mir Kalenderwoche 25 und jetzt steht ja hier für die nächste Woche, also vom 20. bis zum 26. steht halt auch auf meinen Kate Spade Einlagen 26, Woche 26. Und mir ist aufgefallen, dass irgendwie bei allen anderen das immer eine Woche zurück, beziehungsweise ich bin immer eine Woche vorher. Und das finde ich irgendwie komisch. Das, ja. Keine Ahnung. Jetzt weiß ich nicht, ob irgendwie bei den Kate Spade Einlagen einfach das Zählen irgendwie anders begonnen hat. Keine Ahnung. Ich finde es irgendwie komisch und ich bin da auch manchmal ein bisschen ratlos, was ich da jetzt machen soll. Aber ich glaube einfach, damit ich nicht zweimal jetzt hintereinander Woche 25 habe, bleibe ich jetzt einfach bei der Einteilung, so wie es jetzt hier auf den Einlagen steht. Ja, ich fand es halt, wie gesagt, nur komisch. So, zurück zum Thema neue Deko. Ich habe mir ein paar Tapes rausgesucht und zwar möchte ich mal ein etwas anderes Farbkonzept haben. Ich habe einmal hier dieses grün gestreifte von Depot, was ich ganz schön finde. Dann habe ich dieses schwarz-weiße Mauertape, das allseits bekannte Rankentape und einmal hier eins, wo so verschiedene Zweige und Blütenzweige sind, wo ich dann überlege, ob ich mir vielleicht mal ein paar ausschneide und die verwende. So, wieder richtig draufkleben. Da werden wir mal gucken, ob wir da was Schönes mitmachen können. Und dann habe ich mir noch, da weiß ich aber nicht, ob ich es benutze, dieses Slim Washi von Little B, dieses Rosé-Goldene mit rausgelegt, falls ich doch noch irgendwie ein bisschen Glamour damit reinbringen möchte. Wir werden mal schauen. So, ansonsten, ja, würde ich auch erst wieder mit dem Stempeln anfangen. Aber ja, viel steht eigentlich noch nicht an, bis auf Training. Das steht fest und ja, ansonsten Richtung Arbeit geht nächste Woche wieder los, da weiß ich auch noch nicht so recht, wie da irgendwie was ist.
Ja, also es wird halt wieder eine ziemlich planlose Deko. Und ich hatte mir aber überlegt, dass ich zumindest meinen Trainingstermin stempeln möchte mit diesem Clear Stamps Set Geometrik Neon. Und ja, das werden wir mal eben auspacken. Das finde ich ziemlich cool, weil da gibt es, glaube ich, mehrere von. Und das kommt hier in so einer Tasche. So, das kann man, denke ich, also ich denke, dass man die sammeln kann und sich tatsächlich so ein Clear Stamp Sammelbuch damit machen kann, das ja auch eine schöne Idee ist. Oder man sagt, okay, ich habe eine Clear Stamp Schublade und sowas kann man ja definitiv mal gebrauchen. Warte mal. Ich habe ja ab nächste Woche noch einen Happy Planner. Und wenn man da, ne, das passt leider nicht so mit den Löchern. Schade, weil ansonsten vom Format her würde das ja relativ gut noch hier reinpassen. Aber von den Löchern passt das nicht. Auch wenn man welche dazu macht. Naja. So, welchen nehmen wir denn? Welchen nehmen wir denn? Ich glaube, wir nehmen hier die Dreiecke. So, was mit dem Block? Und dann habe ich mir rausgesucht von Versa Magic Aloe Vera. Okay, ja, das hätte jetzt ein bisschen gleichmäßiger sein können, aber gut. Direkt abwischen. So, und dann habe ich hier noch ein Dreieck mit den Pünktchen. Da weiß ich nur noch nicht wirklich, wie ich es anordnen möchte. Wie ordne ich das Ding jetzt an? So. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Dieses Stempelset finde ich mega cool, aber ich weiß jetzt nicht, ob mir das gefällt, was ich hier fabriziert habe. Ja, dann gucken wir mal jetzt nach Washitape. Und zwar machen wir das denn. So, ich klebe mal hier einen Streifen, der schief ist. Oh no. So. Ich bin ja echt nicht gut daran, zwei Seiten zusammen zu heften. So, und dann möchte ich ein Stückchen von der Mauer da drüber haben. Das Tape finde ich so unfassbar schön. So. Dann mache ich das. Ja, ihr seht im Bild. Das ist doch schon mal was wert.
Wie gesagt, ich habe ja immer noch das feste Vorhaben, dass ich ein bisschen, wie sagt man dazu, etwas cleaner dekoriere. Also das Ganze nicht mehr so überladen habe. Und wenn ich das perfektioniert habe, bin ich ja schon wieder fast in der Versuchung, vielleicht die Anne mal zu fragen, ob wir vielleicht auch mal einen Einlagentausch machen, weil ja, die tappt das Ganze, also positiv gesehen, ja wirklich immer so unfassbar voll, was ich aber irgendwie schon wieder cool finde. So. Okay, ich lasse das erstmal. Und dann schauen wir nochmal hier. Ist das eigentlich bekloppt, dass ich mir jetzt Mitte des Jahres schon Gedanken darüber mache, wie ich meine Einlagen für das nächste Jahr haben möchte? Also ich möchte keine Kate Spade Einlagen mehr. Also so von der Aufteilung finde ich die nach wie vor gut und ich glaube, ich möchte sie halt auch so ähnlich haben, aber vielleicht von der Schrift her so ein bisschen süßer. Und ja, mich stören halt die Linien hier unten, das möchte ich weghaben dann. Ja. Aber geht das nur mir so oder gibt es da bei euch vielleicht auch welche, die sich da auch Gedanken drüber machen? Das wäre mal interessant zu wissen. So, dann ist jetzt hier die Überlegung, ich habe jetzt hier noch so Schriftzüge, hier mit Love oder Hello. Das würde ich eigentlich hier unten jetzt auch ganz cool finden. So anstatt To Do. Ach, nehmen wir Love. So, das möchte ich dann aber in Schwarz haben. Moment. So, bin ja noch fast mit einem Schreibtischstuhl umgefallen. Läuft heute. Na, es ist verwischt, aber es läuft gar nichts heute. Ist egal. Das ist künstlerische Freiheit. So. Klebe ich da jetzt noch eine Ranke drüber. Ja, es läuft halt so richtig gut. Jetzt habe ich schon wieder nicht mitbekommen, dass meine Kamera ausgegangen ist. Doofes Ding. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wo ich hier, wo das Moped aufgehört hat zu drehen. Ja, also ich habe jetzt hier auch aus diesem Stempelset diesen Schriftzug Love
gestempelt statt To-Do und noch einen Streifen von dem Rankenwashi draufgeklebt und war eigentlich gerade dabei, darüber zu sinnieren, wie schön und symmetrisch das aussehen würde, wenn ich ja in einem ähnlichen Schriftzug hier Training schreiben könnte. Jetzt bin ich ja aber nicht so der Profi in diesem Handlettering. Ja. Wag ich es jetzt? Wag ich es nicht? Man weiß es nicht. Ich glaube, ich male das mal eben mit Bleistift vor. Moment. So. Naja. Es geht. Ja, das sieht halt wieder ein bisschen nackig aus. Aber das ist ja eigentlich so ein bisschen mein Plan ja auch, ne? Dass ich ja da versuche, das Ganze so ein bisschen cleaner zu lassen. Ich würde es fürs Erste so lassen, weil ich habe ja jetzt eh nichts einzutragen. Beziehungsweise nein, das haben wir noch. Da würde ich zumindest gucken, dass ich ja hier nochmal so ein paar Zweige nochmal irgendwie hier reingesetzt bekomme. Die schneide ich mal gerade so ein bisschen aus. Jetzt überlege ich gerade, ob ich irgendwas noch zu erzählen. Was könnte ich euch denn erzählen? Ich sammle die erstmal. Eine Frage habe ich. Und zwar, ich bin ja so ein Washitape-Hype-Spätsünder. Also ich bekomme das immer erst mit, dass irgendein Washitape gerade so mega angesagt ist, wenn es alle schon haben. Und wenn da auch 3 Trilliarden Dekos schon zugemacht worden sind. Ging mir zum Beispiel mit dem hier jetzt ja auch verwendeten Rankenwashi so. Also ich kriege sowas immer erst, ja, eigentlich dann mit, wenn der Hype vorbei ist, aber trotzdem gefallen die Sachen mir dann ganz gut und ich möchte sie dann haben. Und das geht mir aktuell zum Beispiel so mit diesem, wie heißt du denn? Ich bin ja so schlecht darin. Ich kann diese Namen ja einfach nie aussprechen. Dieses Lin Jianning. Die Tapes kennt ihr alle und wahrscheinlich habt ihr sie auch alle, nur ich wieder nicht. Dieses Daydream und Nightmare Tape. Und ich finde die einfach so unfassbar schön. Und ich hätte die auch so gerne. Jetzt habe ich das alles schon geguckt. Also bei Etsy, in diesen diversen Shops, wo man sie halt bekommen konnte, gibt's nichts mehr. Und ja, jetzt da halt, wie gesagt, die Frage, also gibt's die generell nicht mehr oder sind die halt einfach im Moment nur übelst vergriffen? Und ich habe aber in 3 Jahren vielleicht nochmal die Chance, an so ein hübsches Tape zu kommen, weil irgendwie, weiß nicht, ich finde die schön und ich möchte das auch haben. Jo, so ist es. So, das ist doch schon mal ganz süß. Süß. Und jetzt
schnibbeln wir die noch aus. Also für den Fall, das ist jetzt allerdings nicht nur auf diese beiden angesprochenen Tapes bezogen, aber wo ich generell mal so richtig Bock hätte, also worauf ich mal so richtig Bock hätte, wären Tauschbriefe. Da hätte ich mal ultra Spaß dran. Also der Idealfall wäre jetzt natürlich, wenn jetzt einer von euch eines dieser Tapes zum Beispiel hat und hätte auch total Bock auf einen Tauschbrief, dann ja, meldet euch sehr gerne bei mir. Natürlich aber auch, wenn ihr Bock auf einen Tauschbrief habt und das Tape nicht habt. Ich habe da einfach generell mal richtig Lust drauf, deswegen ja, wenn ihr da eben auch Interesse dran habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir vielleicht mal schreibt. So, das wäre es jetzt aber definitiv. Und ja, es ist für mich vom Farbkonzept jetzt auch mal wieder was anderes, was ich aber sehr schön finde. Ich finde das recht erfrischend mit dem Grün und dann mit dem Schwarz. Das ist immer ein total schöner Kontrast. Und es ist auch nicht zu voll. Das heißt, ich habe schön viel Platz, viel zu planen nächste Woche. Und ja, dann, ja, ich muss ein paar Löcher freimachen. Das werden wir mal direkt tun. So. Eine Sache gibt es noch, die ich loswerden möchte. Und zwar geht das so ein bisschen ums Feedback. Ich sehe ja, ich sag mal, wie oft halt das Video mal geklickt worden ist. Und finde es aber trotzdem recht schade. Also ich freue mich über wirklich jeden Daumen hoch. Da kommen ja jetzt auch schon so ab und an mal welche. Aber es würde mich halt trotzdem freuen, wenn ihr mir vielleicht kurz mitteilt, was ihr an dem Video gut fandet. Also so ein bisschen schriftliches Feedback, das würde mich nochmal so ein bisschen freuen. Gilt natürlich auch für diejenigen, die mir einen Daumen runter gegeben haben. Das ist meine Güte, das ist eure Meinung, das ist alles in Ordnung. Aber dann schreibt mir doch vielleicht einfach ganz kurz, was euch nicht gefallen hat. Ja? Also das finde ich eigentlich immer ganz schön, wenn man da so ein bisschen Feedback bekommt, weil ja, gut, das geht ja jetzt hier nicht darum, großartig von der Deko her, was kann ich da besser machen, weil das macht ja jeder für sich so, wie es ihm persönlich für seinen Planer halt am besten gefällt. Aber trotzdem, das ist, ja, man stellt sich ja hier quasi zur Bewertung hin. Man bekommt auch Bewertungen in Form eines Daumens nach oben oder eines Daumens nach unten. Aber naja, so ein bisschen der verbale Austausch wäre da halt zwischendurch vielleicht auch mal ganz schön. Ja, gut, das wäre es jetzt definitiv. Das Ganze kommt jetzt einmal wieder zurück in die Kate. So. Und so. Und jetzt passt mein Herzchen ja farblich, aber ich habe noch was Besseres. Moment. Und zwar habe ich auch ein schwarz-weißes Dreieck und das passt ja super zu meinem Stempel und zu dem Farbkonzept. Und deswegen das kommt dann jetzt so. Kommt das jetzt hier dran? Okay. Dann wünsche ich euch ja noch ein wunderschönes Restwochenende und eine ganz tolle nächste Woche und ich freue mich schon auf das nächste Video. Bis bald!